Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Es ist die Zeit vor der Eurobike 2023. Das heißt, es ist die Zeit, wo die ganzen Neuerungen in den Startlöchern stehen und bei der Leitmesse vorgestellt werden. Und ich bin hier mit Peter Kreuder von der Firma Cargo. Und wir dürfen heute einen Blick auf euer neues Produkt werfen vor der Messe. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Soll ich den Vorhang mal lüften? Ich bitte drum. Okay. CS von Cargo Bike. Ein kompaktes Single-Track CUV, ein City Utility Vehicle. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie sieht Alltagsmobilität eigentlich aus. Und das ist ja ein völlig abgedroschener Begriff. Ja. Aber aus unserer Sicht ist Alltagsmobilität heißt einfach, du musst immer Zeugs mitnehmen. Dass du wirklich mal nichts auf dem Fahrrad transportieren musst oder willst, das kommt ja eigentlich nicht vor. Also heißt aus unserer Sicht, ein Alltagsfahrzeug muss all das können. Und gleichzeitig muss es kompakt, kurz, klein und wendig sein. Denn mit einem Long John, wie du es kennst vom FS200, haben wir zwar ein Top-Produkt, um Kinder zu transportieren, aber nicht jeder hat den Platz, um es abzustellen. Und deswegen brauchen wir was Kleineres, Kompaktes und Wendiges. Wir haben ja beim FS200 uns viel Mühe gegeben, den Schwerpunkt tief zu kriegen, die Gewichtsverteilung der Räder möglichst gleichmäßig zu machen. Warum? Weil das extrem wichtig ist für gute Fahreigenschaften, für gutes Lenkverhalten und fürs Bremsen. Mit anderen Worten, für deine Sicherheit. Und was du hier siehst, nennen wir Triple Load Konzept an diesem Fahrzeug. Das heißt, du siehst, wir haben 3 Gepäckträger. Einen für richtig schwere Sachen, das Center Rack, wie wir es nennen, freigegeben bis 30 Kilo Zuladung. Einen Heckgepäckträger mit einer Zuladung bis 27 Kilo, mit einer MIG-HD-Schnittstelle, mit Ortlieb QL3-Knöpfen und natürlich mit einer Freigabe für die Montage von einem Kindersitz. Und als drittes, was wir Front Rack nennen, logischerweise einen Frontgepäckträger mit einer Gewichtsfreigabe bis 18 Kilo und MIG-Schnittstellen, das bedeutet Zubehör, Körbe, alles, was es auf dem Markt gibt, kannst du einfach draufklicken. Hier ist eine kleine Schale, da kannst du Kleinkram reintun. Hier ist eine Rail, um Taschen zu befestigen. Und wir glauben, dass wir da ein ganz spannendes Gefährt am Start haben, denn das Ganze ist nur 2,04 Meter lang und damit so ungefähr die Länge von einem Downhill-Bike von heute. Und das heißt, das, was du rangieren kannst mit einem ganz normalen Rad, zum Beispiel, ich stehe beim Bäcker und will jetzt in die andere Richtung wieder zurück, das kannst du mit dem Rad hier genauso machen. Das ist nämlich extrem wendig, genau wie man das von einem ganz normalen Rad kennt. Also ich muss sagen, wenn man das hier aus dieser Sicht betrachtet, dann sieht das Ganze so ein bisschen aus wie so eine Harley, gerade in dieser Dreiviertelansicht, gerade auch in diesem matt schwarz. Harley ist ein gutes Stichwort. Warum haben Motorräder den Motor genau hier? Das war nämlich unser Gedankengang, denn da gehört der hin. Alles, was schwer ist, solltest du so tief wie möglich an dem Fahrzeug platzieren. Wenn du beladen bist, dann möchtest du nicht, dass viel Gewicht hinten und hoch sitzt, sondern im Idealfall, da wo bei deiner Harley nämlich der Motorblock sitzt, da gehört das schwere Zeug hin. Zum Beispiel die Bierkiste. Ich hole jetzt mal eine. Also das ist ein hochkomplexer Vorgang. Man stellt sie da rein und fährt los. Und die Grundfläche, so ein Zufall, hat natürlich was mit den Grundflächen von Bierkisten zu tun, denn das sind 400 mal 330 Millimeter. Das heißt, ungefähr 99% aller Bierkisten haben als Grundfläche 300 mal 400 Millimeter. Und es gibt ein paar wenige Brauereien, die
haben abweichende Maße. Die haben nämlich noch eine Reihe mehr Flaschen und die brauchen dann die 30 mm mehr, die hier auch noch untergebracht sind. Das heißt, Freunde von Astra oder Tegernseer Hell, es gibt gute Nachrichten, auch das passt da rein. Ich könnte ja auch Handwerker sein und eine dieser standardisierten Boxen haben. Und es ist kein Zufall, dass auch die gleiche Grundfläche haben wie Bierkisten. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass die hier reinpassen. Und damit könntest du zum Beispiel Werkzeuge transportieren oder wenn du einen Spritzschutz und einen abgeschlossenen Container mitnehmen möchtest. Wie sind denn so die technischen Details? Was habt ihr für einen Motor, Bremsen etc.? Ich fange mal mit der Bremsanlage an. Wir verbauen hier Magura MT5, also eine 4-Kolben-Bremse mit 203er Scheiben und eine MT4 am Hinterrad auch mit 203er Scheiben. Der Hintergrund ist, wenn ich so ein Fahrzeug mache und sage 180 Kilo ist das zulässige Gesamtgewicht, dann muss ich auch Reserven bei der Bremsanlage einbauen. Für die kleinen Laufräder, also wir haben hier 20 Zoll Laufräder mit Schwalbe Pickup-Reifen in der dicksten Größe, die es gibt, nämlich 65 x 406. Und auf kleinen Laufrädern mit so großen Bremsscheiben hast du einfach reichlich Reserven, sowohl thermisch als auch bei der Bremswirkung. Der zweite Punkt ist, wir machen eigentlich einen ganz einfachen Line-Up. Es gibt nämlich nur 3 Modelle. Es gibt ein Modell mit einer Kettenschaltung, eine 9-Gang-Kettenschaltung, ganz oldschool, wie man das kennt. Es gibt ein Modell mit einer Enviolo Trekkingnarbe, 380% Übersetzungsverhältnis mit einer Kette. Und es gibt das Topmodell, und das heißt dann CS200. Das hat dann eine Enviolo Trekkingnarbe auch mit 380% und statt der Kette ein Gates CDX-Riemen. Das ganze Fahrzeug, alle 3, sind ausgestattet mit dem Bosch Performance CX in der Cargoline Ausführung. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, bei diesem Fahrzeug den Akku nicht zu integrieren, sondern kehren quasi zurück zur Downtube Battery, also zum Akku, der ganz normal auf dem Unterrohr montiert wird. Und der Gedanke hierhinter ist ganz einfach. Das ist ein Stadtfahrzeug. Und was möchte ich da? In der Regel werde ich, wenn ich das Fahrzeug länger abstelle, meinen Akku einfach mitnehmen. Und weil ich hier einfach nur einen Schlüssel reinstecken muss und den Akku mitnehme, habe ich den Vorteil, den ich bei einem schön integrierten Akku, was optisch zugegebenermaßen sehr gut aussieht, den habe ich nicht, nämlich ich kann den Akku einfach mitnehmen. Oder ich kann ihn, um Diebstahl vorzubeugen, einfach entnehmen und mit einem Schloss zum Beispiel hier an so einem Rail festmachen und damit dem Thema Akkudiebstahl sehr gut begegnen. Der Standard-Akku sind 545 Wattstunden und wenn das jemand möchte und das Kreuzchen beim Bestellen an der richtigen Stelle setzt, dann liefern wir das Fahrzeug mit einem 725 Wattstunden Akku aus. Und deswegen siehst du auch, dass die Öffnung hier genügend Platz hat, um auch den nächstgrößeren Akku an dieser Stelle unterzubringen. Interessant ist dann weiter noch, denke ich, das Rad kommt mit dem Bosch Smart System. Das heißt, die aktuelle Generation von Bosch, es gibt 3 Fahrzeuge, ein CS100, ein CS150 und ein CS200. Die beiden ersten Modelle haben gar kein Display in der Mitte, ab Werk, sondern wir sagen, okay, ein Stadtfahrzeug, da möchte ich vielleicht gar kein Display, weil dann brauche ich es schon nicht abnehmen, es kann auch nicht geklaut werden, sondern ich habe nur den Satelliten und wenn ich mir 4 Farben merken kann, dann weiß ich auch, welche Unterstützungsstufe ich habe. Und wenn ich ein 5-Balken-Diagramm ablesen kann, dann weiß ich auch, wie viel Akku ich noch habe. Wir können mit Optionen arbeiten, die heißen, du kannst das Rad nackig bestellen oder du kannst sagen, ich möchte einen größeren Akku. Du kannst sagen, ich möchte einen Kiox 300. Du kannst sagen, ich möchte einen Smartphone Grip. Und du kannst sagen, ich möchte ein Bosch Connect Modul. Ja, das ist ja nun alles sehr spannend und in der Theorie klingt das auch richtig gut. Aber ich denke, ich muss das mal fahren jetzt. Mach das. So, wir fahren jetzt mal ganz kurz hier das zweite Rad, das Peter mitgebracht hat. Und zwar das CS in Blau. Also es gibt 2 oder 3 Farben gibt es insgesamt. Und das Blau ist hier so die auffälligste. Ja, was soll ich sagen? Es ist erstmal sehr, sehr agil. Das hier kommt auch mit einer Kettenschaltung. Die Kettenschaltung macht das Ganze natürlich wahnsinnig flott. Wirft keinerlei Fragen auf. Die Übersetzungsbandbreite ist ganz gut gewählt, zumindest das, was ich jetzt hier im Flachen auch erkenne. Und jetzt hier so im unbeladenen Zustand fährt sich das tatsächlich sehr agil. Das Vorderrad ist nicht sonderlich weit
weg vom eigentlichen Lenker. Das heißt, es lässt sich sehr intuitiv fahren und sehr schnell. Ja, und auch hier über Schotter schottert das echt ganz gut. Oha, jetzt kommt die Beladung. Oha. Komm, wir spielen, wo ist die Bierkiste? Das ist ein neues Spiel, das haben wir uns ausgedacht. Du weißt ja, Ballaststoffe sind wichtig. Ja. So, Und jetzt soll ich damit fahren? probier mal. Und jetzt mit Belastung. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so agil sich in die Kurve schmeißen lässt. Ja, das ist wirklich gut. Also Bierkasten ist jetzt nicht die schwerste Beladung, die man da draufladen kann, aber also Cargo typisch hat es einen sehr niedrigen Schwerpunkt. So, jetzt wieder die Kurve. Ja, lässt sich sehr gut in die Kurve legen. Selbst mit meinen Schuhgröße 46 Schlappen komme ich hier vorne nicht gegen den Gepäckträger gegen, sofern man halt eine normale Fahrposition hat. Das gelingt echt gut. Die Sitzposition, die sollte wirklich für viele passen. Sie ist nicht zu sportlich, sie ist nicht zu aufrecht, sondern hat eine sehr angenehme so Trekking-Bike-Sitzposition. Das gefällt mir gut. Egal, ob man es beladen oder unbeladen fährt, einen Unterschied konnte ich jetzt tatsächlich nicht feststellen. Also das war ja das, was du versprochen hattest. Stell dir vor, du hast eine Bierkiste, die wiegt ungefähr 18 Kilo. Und du weißt, was das auf jedem anderen Rad heißt, wenn du sowas auf dem Gepäckträger transportierst. Und du sagst gerade, ja stimmt, ich merke nichts beim Fahren. Genau darum ging es. Bis auf die Geräuschkulisse. Bis auf die Geräuschkulisse, dass die klingt Flaschen nach Bier. ein bisschen klimpern oder so. Aber ja, es geht ja nicht nur um die Bierkiste, es geht ja um die Einkaufstasche. Ja. Am Schluss ist die gerne auch mal so schwer wie eine Bierkiste. Und genau, dann gehört die da unten rein. Ja, das hört sich schon mal außergewöhnlich gut. Wenn man ehrlich ist, habe ich aber allerdings von euch auch nicht viel anderes erwartet. Also wir sind ja schon das FS 200 ein Jahr lang gefahren und es ist eins der besten Fahrerlebnisse, die man im Long John Bereich haben kann. Und das war jetzt wirklich nur eine kurze Runde, aber macht echt Laune. Wir haben uns auch viel Mühe gemacht, das so auszulegen, dass es Laune macht. Ja. Und das Spannende an dem Konzept ist nicht nur dieser Gepäckraum hier unten und dass wir den Schwerpunkt damit tief kriegen, sondern es kreiert ein paar Freiheiten. Nämlich, normalerweise hast du ja deinen Lenker, dann kommt hier unten die Gabel. Ja. Das heißt, du hast einen Vorbau und den schraubst du auf den Gabelschaft und fertig. Ja? Wir haben jetzt eine Situation, dass wir das komplett getrennt haben, weil meine Gabel ist hier vorne und mein Lenker ist hier hinten. Ja. Genauso wie bei einem klassischen Long John. Wie bei einem Long John. Ja. Und das erlaubt nämlich ganz interessante Sachen. Du kannst nämlich sagen, okay, mein Lenkkopfwinkel, wie muss der aussehen, dass das Ding schön wendig ist, nicht nervös, nicht zu träge geradeaus und nicht zu hektisch, sondern du kannst sagen, ich mache den genau so, dass das Ding angenehm fährt, auch für einen Anfänger sofort sich natürlich und gut anfühlt. Mhm. So, und dann sind wir Ergon und sagen, hey, gute Griffe, gute Sättel, wie muss ein Mensch eigentlich auf dem Fahrrad sitzen? Ja. Das heißt, wie sieht ein gescheiter Arbeitsplatz für einen Fahrer aus? Und weil die Gabel jetzt gar nicht mehr Teil der Gleichung ist, können wir sagen, okay, lieber Mensch, setz dich doch mal drauf, sag mir, wo du deinen Hintern haben willst, sag mir, wo du deine Pedale haben willst, sag mir, wo du die Hände hast. Und das haben wir gemacht, weil wir bei Ergon ja dieses Thema professionell seit vielen Jahren verfolgen. Ja. Das heißt, du nimmst dir mal 30, 40 Probanden, große, kleine, langer, kurzer Oberkörper, lange, kurze Beine und sagst, okay, auf so ein Messrad und dann misst du die ein und sagst, wie willst du sitzen? Ja. Und die Erwartung war, ja gut, dann siehst du diesen Punkt hier. Wo ist mein Griff, wenn Großmensch, Kleinmensch, Langmensch, Kurzmensch da drauf sitzt? Wo ist der Sattel und wo sind die Pedale? Und ich habe erwartet, da kommt ein riesiger Kreis raus, dass also jemand wie du den Lenker relativ hier hat und jemand von 1,65 vielleicht hier. Und die Wahrheit war, der Kreis war nur ungefähr so groß. Wir lösen das mit einem ganz normalen Verstellvorbau und einem Lenker, der einen ziemlich starken Rise hat. Ja. Das ist nämlich ein 70er Riser Bar mit einem Backsweep von 12 Grad. Und das bedeutet, du kannst über den Riser in Kombination mit dem Vorbau diesen Kreis tatsächlich darstellen. Okay, ist dann ja auch ein anderer Ansatz, als ihr bei dem FS 200 verfolgt habt, wo wirklich ja die Verstellmöglichkeit auf die Sattelhöhe reduziert war. Aber hier, also das kann ich mir auch tatsächlich für Lieferdienste etc. gut vorstellen, die halt
auch diese niedrige Ladefläche eben schätzen. Also, Ich sehe die Grundfläche einer Pizza an der Stelle. na, für eine kleine Pizza. Genau. Und dann hast du noch ein anderes Thema. Wir arbeiten auch hier wieder mit einer Seilzuglenkung, redundant ausgelegt. Das gleiche Prinzip wie beim FS200. Ja. Und auch hier ergibt sich ein schöner Nebeneffekt. Man kann nämlich sagen, ich arbeite mit einer Übersetzung. Wenn du eine Übersetzung reinbaust, kannst du regelrecht den Radstand gefühlt auf die Länge eines normalen Rades reduzieren. Heißt, du steigst auf und denkst, das fühlt sich ganz normal an. Ja. Genau, tut's auch. Die hintere Lenkrolle ist nämlich tatsächlich ungefähr 20% größer als die vordere. Okay, und Also die habt ihr macht dann die auch Gabel- dann ganz gut versteckt hier dann in diesem Kunststoffteil. Ja, okay. Die ist komplett gekapselt, aber Ja. es ist vom Prinzip her genau das, was Ja. du vom FS200 kennst. Und das Ergebnis ist, wenn du dein Vorderrad auf 90 Grad, ungefähr fast 90 Grad eingeschlagen hast, ist dein Lenker noch nicht bei 90 Ja. Grad. Und das willst du auch, weil beim Rangieren hast du sonst den Lenker irgendwie hier. Ja. Und das fühlt sich auch nicht natürlich an. Und so hast du die Möglichkeit, tatsächlich auf kleinstem Raum zu rangieren. Zum Beispiel in den Fahrradkeller, in dem Mehrfamilienhaus, wo halt vielleicht im Flur einfach nicht genug Platz ist, um groß rum zu rangieren. Ja. Und eine Aufgabe war, nimm viel mit. Und die andere Aufgabe ist, sei so klein wie möglich. Ja. Peter, das ist ein sehr, sehr spannendes Fahrrad, das wir hier heute gesehen haben, das ich heute zum ersten Mal gesehen habe. Es hat eindeutig die Cargo-Formsprache. Es hat viele gute Ideen und ich bin sehr gespannt, wie das in den Markt einschlagen wird. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Cargo CS findet, was ihr davon haltet, ob das für eure Transportbedürfnisse genau das richtige Rad ist. Und natürlich kommt auf die Eurobike, wenn ihr das Rad in Person sehen wollt und vielleicht auch das ein oder andere Rad mal fahren wollt, oder? Natürlich, wir sind dort mit fahrbaren Rädern und Ballaststoffen in Form von Zuladung von Bier. Stehen wir draußen im Freigelände und darüber hinaus in der Halle F1. Also wir freuen uns auf euren Besuch. Ist natürlich für euch nicht relevant, wenn ihr das Video nach dem 25. Juni 2023 guckt. Aber wie immer, wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, auch mit viel Coverage von der Eurobike 2023, dann Abonniert den Kanal. ganz genau. Also, tschüss, bis dann und danke Peter. Danke, Tillmann.